Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gucken wir uns das Rennen Nummer 3 auf dem Bacardi-Ring an von der DTM-Klasse. Ja, drittes Rennen, wie gesagt, 2025 und heute bin ich wieder mit meinem Vater zusammen da, mit Frank, dem Co-Kommentator. Hallo. Hallo. Ja, eine sehr enge Strecke. Hier sieht man auch noch mal ein paar Streckenfakten. Die letzten Sieger waren Andreas und Mika. Mika auch Rekordsieger, beim letzten Mal alle Rennen gewonnen, die er da mitgefahren ist. Und ja, man sieht auch viele rote Kurven, also eine enge Strecke. Und der Name Bacardi Ring. Und hier sehen wir jetzt, welche Fahrer heute da sind. Also eigentlich 12, die schon mal da waren. Keiner neu dabei. Und ja, ich selber war nicht dabei. Und Nick konnte sich die Pole Position holen. Mika auf 2, also unsere beiden Jüngsten vorne. Jawohl. Dann einmal Stefan und Andreas, quasi die beiden Väter dahinter direkt. Und ja, Marc und du dann Frank auf der letzten Position. Ja, und das war schon ein Wunder mit meinem Auto. Genau, da kommen wir später noch zu. Schauen wir jetzt auf den Start. Mika kann sich direkt in Führung setzen. Und da haben wir nämlich auch schon den ersten Fehler im Rennen. Und ja, da sieht man bei dir, das Auto geht gar nicht quer, es ist eigentlich direkt in so eine Kipplage gegangen. Genau, und das war das ganze Rennen das Problem. Das hilft natürlich auch nicht, wenn man da dann direkt Vertrauensprobleme hat. Ansonsten jetzt der Start. Ja, jetzt kommst du natürlich direkt vor die Führenden raus und da wird es jetzt zur nächsten Kollision kommen. Und hier haben wir ja, den klassischen Ziehharmonika-Effekt. Nick fällt da ein bisschen dicht auf und er bekommt hier auch eine Strafe ausgesprochen. Ja, und ich wollte Platz machen, schon damit die Führenden vorbei können. Und da ist dann auch Mika mit der Spur gleich mitgegangen, aber er konnte ihn überholen, seine Strecke, die kennt er natürlich sehr gut. Genau, und hier haben wir jetzt eine nächste Szene und hier sieht man, also man kann es eigentlich erkennen, dass Mika dich hier gar nicht berührt hat. Also das war fair, da bist du einfach wieder von selbst so leicht rausgekippt. Genau, kippen, das war das Stichwort in diesem Rennen. Und Nick tritt jetzt die Strafe an, kommt auch direkt wieder vor dem Führenden raus, wird hier jetzt sogar überrundet. Das heißt, Nick hat jetzt eine Runde Rückstand. Aber weiterhin Mika auf Platz 1 vor Andreas, die beiden ja mit ihrem Heimvorteil. Stefan im BMW auch noch dicht hinter Andreas auf 3 und mit dem anderen BMW Marc auf 4. Ist auch noch in der Führungsrunde. So, Mika ist jetzt wieder hinter dir. Gucken, ob es diesmal ohne Kollision vorbeikommt. Ja, er wechselt wieder die Spur, ich gehe vom Gas, lasse ihn vorbei. Genau, Mika, hier genau das gleiche nochmal. Nick fährt auch vorbei. Jetzt kommen da die nächsten beiden. Stefan hat ganz schön auf Andreas aufgeholt. Oh, jetzt wäre fast außen, hat sich daneben setzen können. Und da kommt es zur nächsten Szene. Und wenn ich mir die Wiederholung so angucke, würde ich persönlich sagen, Andreas ist quasi gegen dich ein bisschen gekommen und dadurch selbst rausgeflogen. Ja, es war so ein bisschen das Streitthema, weil mein Auto kam nie ins Rutschen und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich ihn da berührt habe. Er hat dann die Strafe in Kauf genommen. Ja, ich würde sagen, man hätte auch auf Rennunfall entscheiden können, aber grundsätzlich, also ja, es ist halt eine enge Szene. Ja, und es ist eben, jeder Fahrer weiß, nein, ich war es nicht, oder der andere sagt dann doch. Und ja, es war auf jeden Fall sehr schwierig. Ja, und jetzt im Nachhinein immer noch schwierig. Also man hätte wirklich Rennunfall nehmen können. Und also ich meine, vor allem bitter, weil es nur eine Überrundung war an der Stelle. Also es ging ja nicht wirklich um was. Und wenn man dadurch dann eine Strafe kriegt, ist es immer besonders ärgerlich. Ja. Haben jetzt hier direkt die nächste Szene. Und da sehen wir, Nick wechselt und das Auto kommt ganz schön ins Schleudern und fliegt dann raus. Da ist er also auch. Aber ich meine, da hat er tatsächlich gesagt, die Weiche hat geschaltet. Ja, ich weiß nicht mehr, ob er selbst gewechselt hat. Auf jeden Fall, er hat hier auch keine Strafe gekriegt. Wir haben jetzt auch die ersten Boxenstops. Und alle kommen eigentlich gleich rein. Ja. Mika war schon drin, deswegen fehlt er jetzt gerade. Geht er jetzt wieder in Führung? Ja. Oder ist Stefan jetzt erster? Nee, er führt noch, okay. Mika führt noch. Ist ja jetzt mit seinem Vater im Duell, aber da geht es auch um eine Überrundung. Also Mika hat schon eine Runde Vorsprung auf den dritten. Andreas ist auf Platz 3 zurückgefallen nach seiner Strafe. Und hat hier jetzt schon eine Runde Rückstand. Also man verliert hier schon relativ viel durch eine Strafe, finde ich. Ja, die Strecke ist sehr eng und das Überholen ist auch sehr schwierig. Und die beiden Hausherren, die beherrschen ihre Strecke sehr, sehr gut. Das muss man ihnen auch lassen. Das stimmt auf jeden Fall, ja. So, Nick und Marc sind da jetzt in einem Kampf. Da geht es sogar um eine Position. Nick ist auch vorbeigegangen und da hatten wir jetzt aber
Ja, das war unabhängig davon. Ja, genau. Ich habe wieder diesen Kipper gehabt. Ja. Mein Auto war einfach nicht sehr gut fahrbar auf dieser Strecke. Und ich hatte nur dieses eine Auto mit. Ja, Ich das- musste dieses Auto auch noch tatsächlich fahren. Das ist eigentlich schon echt krass, dass du das in die erste Gruppe geschafft hast. Ja, das war wirklich schon. Das war ja ein sehr enges Qualifying, hatte ich nur gesehen. Ja, du trittst da auch die Strafe direkt an. Ja, ich glaube, ich hatte 7 Stück in diesem Rennen. Bei 55 Runden, das ist. Mika ist jetzt schon so ein. War Mika gerade so ein Tank noch mit drin? Ja, okay. Ich glaube, der war aber noch nicht leer. Er bleibt sogar direkt vor Stefan nach seinem Stop. Also da war es gerade nochmal ganz eng. Ach nee, sorry, da hab ich den falschen Grün im Auge gehabt. Das sind Marc und Stefan da. Alles gut, Mika hat noch einen guten Vorsprung. Vielleicht ist er auch eben nur aus Versehen in die Box gefahren. Das kann natürlich auch sein, weil der Vorsprung ist nur ein ganz bisschen kleiner geworden. Nee, ich glaube nicht, dass er aus Versehen reingefahren ist. Ja, stimmt, der hatte ja auch voll getan. Hast recht. Jetzt, wo du es sagst. Aber Andreas holt auf jeden Fall wieder auf Stefan. Also das ist nur noch unter einer Sekunde Abstand. Aber dazwischen ist aktuell Marc mit dem anderen Male BMW. Ja, und Marc hatte übrigens, fällt mir gerade ein, auch das Problem, dass sein Auto tierisch am Kippen war, aber er ist da trotzdem mit besser klargekommen als ich. Also, Und vor allem auch kein Ausfall, also kein Rausfallen bis jetzt. ja. Hier haben wir jetzt die nächste Szene. Und da ist es wieder, Ja. du bist nicht mal komplett quer gegangen, aber das Auto verliert vorne direkt den Kontakt im Slot. Ja. Und die anderen, die jetzt tanken waren, hatten natürlich ein bisschen Glück. Nick und Stefan jetzt noch drin. Und dann gucken wir mal, wie sich das Feld jetzt sortiert hat nach den Stops. Du kommst jetzt auch noch zum Tanken rein. Aber du Nee, bist ich habe eh die schon- Strafe abgesetzt. Ah, ja, stimmt, okay. Aber du bist sowieso letzter, von daher. Ja, das spielte da schon gar keine Rolle mehr. Und es hat sich auf jeden Fall jetzt nichts geändert. Ich glaube, Stefan hat ein bisschen mehr Vorsprung vor Andreas. Nach den Stops jetzt. Ungefähr 3 Sekunden oben sieht man es ja. Da hat er jetzt auch Probleme beim Überrunden. Da muss er an Marc vorbeigehen. Und da ist natürlich immer die Gefahr, dass durch einen Fehler wie vorhin zwischen dir und Andreas, dass man da dann nochmal Ja. unnötigerweise, sag ich mal, eine Strafe bekommt. Und Mika ist jetzt auch wieder drin, also er hat auf jeden Fall einen anderen Rhythmus. Es sind noch 28 Runden zu fahren. Ich weiß gar nicht, wie lange brauchte man ungefähr mit einer Tankfüllung. Meine 14 Runden waren das, dann musste man tanken. Das ist gar nicht so viel im Vergleich zu sonst, sag ich mal. Ja. Also wir mussten, ich glaube, 3-mal tanken war tatsächlich schon bei den 55, 70 Runden. Auch 3-4-mal tanken. Es war nicht lange, dass wir fahren konnten. Man muss auf jeden Fall sagen, Mika fährt bis jetzt souverän das Rennen. Also immer in Führung, kontrolliert das, macht keinen Fehler. Da wieder raus. Und da auch der nächste direkt hinterher raus. Du auf der Inchmann. Ja, guck mal, ist direkt vorne im Slot, aus dem Ja. Slot raus. Und ja, Nick ist auch rausgeflogen. Ich persönlich hätte fast gesagt, das ist nicht wegen Chaos. Aber er hat, Er hat wahrscheinlich wegen Chaos gesagt. genau, er hat ja. keine Strafe bekommen, aber da war noch lange nicht Chaos, als er da rausgeflogen ist. Aber da haben wir dann vielleicht auch ein bisschen, ja, Karma ist vielleicht ein bisschen gemein, aber da fliegt er hier. Na, er war nicht draußen, okay, er war nicht draußen, Stefan hat ihn rausgekickt. Da gibt es dann normalerweise keine Strafe. Ich weiß auch gar nicht, ob er da eine gekriegt hat. Ja, also laut Rennbildschirm nicht. Deswegen, das müsste dann passen. Aber Andreas ist kurzzeitig jetzt vorbeigegangen an Stefan, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Du bist ja jetzt nochmal rausgeflogen. Ja. Und wir gucken jetzt hier auf den Restart. Ne, wobei Stefan führt gerade, weil Mika wahrscheinlich gerade nochmal auf Tanken war. Deswegen war da die Anzeige anders. Also Mika ist jetzt kurzzeitig zurückgefallen. Und jetzt muss ich meine Strafe hinterm Tanken Ja, absitzen. Das war dann auch noch das Pech dabei. Also wenn man dann eh schon so weit zurückliegt, dann ist es ja nicht mehr ganz so schlimm. nein, war es auch. Ich habe mich auch nicht geärgert und ich habe, glaube ich, nicht mal im Rennen zu ihm gesagt, bitte fahr wieder raus, sondern es war einfach, das DTM-Rennen war für mich ein Streichresultat, eindeutig. Ich meine, dafür gibt es ja auch eigentlich auch 2 Spuren, damit das eben nicht passiert. Ja. Es sind jetzt 19 Runden vor Schluss und Mika hat voll getankt. Stefan, der tankt jetzt auch voll. Und du meintest ja 14 Runden, Ja. also es würde eigentlich ja nicht reichen. Jetzt werden wir es gleich sehen. Ja, Marc ist jetzt auch reingefahren. Mal gucken, wann Andreas nochmal reinfährt. Der hat ja 60% aktuell. Der muss auf jeden Fall nochmal reinkommen. Ist aktuell auch wieder hinter
Stefan. Ne, wobei aktuell natürlich vor Stefan, jetzt wo er zum Tanken reinfährt. Müssen wir mal darauf achten, ob er jetzt vor Stefan rauskommt. Stefan, der fährt jetzt zur letzten Kurve. Ja, und ja, Andreas ist neuer Zweiter. Ja, das ist sehr gut gemacht. Guck mal, Mika fährt jetzt nochmal rein. Okay, also wie du sagst, 14 Runden vor Schluss. Du bist übrigens auch gerade drin. Ich meine auch, ich hatte dann auch gedacht, 14 Runden, das ist jetzt das letzte Mal tanken und fahre nur noch langsam, nicht mehr rausfliegen. Und man sieht auch, ich bremse sehr früh vor den Kurven schon ab. Das spricht ja eigentlich dafür, weil Mika da ja auch trotzdem wieder reingefahren raus. ist. Also das heißt, da muss was dran sein. Die anderen allerdings nicht. Und hier haben wir jetzt wieder den... Also es ist wirklich, du kommst nicht mal ins Driften. Nein, nicht gar nicht. Da hat man natürlich gar kein Vertrauen ins Auto. Ja, Marc auf Platz 5 aktuell. Der fährt ein bisschen unauffällig, fehlerlos, aber scheint einfach nicht schnell genug zu sein, um da vorne anzugreifen. Nick ist aktuell sogar vor Stefan auf Platz 3 jetzt wieder. Allerdings hat er nur noch 40%, also wahrscheinlich muss er noch mal reinkommen. Aber aktuell ist er zumindest einmal auf Platz 3. Jetzt also die Frage, 8 Runden vor Schluss, wer noch mal reinkommen muss. Also Nick muss auf jeden Fall noch mal reinkommen, würde ich sagen. Der hat nur noch 30%. Ja, Stefan und Mika könnten ja vielleicht beide durchfahren. Weil Mika hat ja, wie gesagt, 14 Runden vor Schluss noch mal getankt. Da haben wir den nächsten Vorfall. Und das, bist wieder du. Ja, wenn es einmal nicht läuft, dann läuft es nicht. Genau, wenn es einmal nicht läuft, läuft es nicht. So, hier hatten wir jetzt ein kleines Problem mit der Kamera, deswegen sehen wir die eine Kurve oben rechts nicht mehr. Soll uns jetzt aber nicht stören. Noch 7 Runden zu fahren. Ja, Nick nur noch 20%, jetzt im roten Bereich, also der muss auf jeden Fall gleich nochmal reinkommen. Ist halt die Frage, wie es bei dem Rest aussieht. Mika überrundet dann nochmal Andreas. Das heißt, Mika hat das ganze Feld quasi jetzt einmal überrundet, das ist schon echt eine starke Leistung. Man muss auch dazu sagen, sie üben immer sehr, sehr viel. Ja, ist ja auch ein gutes Recht. Also das haben sie auch gesagt, dass sie jeden Abend gefahren sind und viel gefahren sind. Nick ist jetzt eben drin gewesen zum Tanken. Stefan hat noch 10%, Mika 7%, also das müsste genau hinkommen. Und Mika hat jetzt hier nochmal das Rennen beendet. Gratulation, also wirklich eine lupenreine Vorstellung. Zweiter Andreas, also die beiden mit dem Heimvorteil machen dann auch die ersten beiden Plätze. Stefan ist noch auf 3 mit dem letzten Podiumplatz. Ja, Nick auf 4, Marc auf 5 und du eben mit relativ viel Rückstand auf 6. Ja. Schnellste Runde hatte auch Mika, also wirklich perfektes Rennen für ihn. Gut, schauen wir jetzt auf die zweite Gruppe. Sönke startet da von 1 vor Sven und Rainer. Guido auf 10, Felix ist auf 11 und Tobi auf 12. Der hat hier kurzfristig nochmal das Auto gewechselt, weil auf dem Rennbildschirm werden wir gleich kein grünes Auto sehen, sondern den Red Bull Audi. Also da hat er nochmal gewechselt scheinbar. Ich glaube, der hat das Auto von Marc genommen. Den ersten Fehler direkt in der ersten Runde. Oh ja, Rainer geht da ganz schön quer und hält da alle einmal auf. Aber ja, Rainer war nicht draußen, also hat auch keine Strafe gegeben. Aber Sönke führt hier das Rennen an. Hat sich am Start durchsetzen können. Sein aktuell Zweiter. Und da haben wir jetzt den nächsten Zwischenfall. Der grüne Audi von Tobi. Ja, aber da war er einfach zu schnell, würde ich sagen. Ja. Das, wir hatten ja vorhin auf dem Layout-Plan gesehen, es sind halt sehr viele enge Kurven. Und da kann man mal zu schnell reinfahren und dann rausfliegen. Also schon eine schwierige Strecke. Aber sie macht trotzdem Spaß zu fahren, das muss man immer wieder dazu sagen, so schwierig wie sie auch ist. Genau, das finde ich auch. Und ich finde, dadurch lohnt sich Üben halt noch mehr als auf anderen Strecken vielleicht. Hier haben wir jetzt nochmal Tobi. Zweites Mal. Ja. Und in der Zeitlupe hat man eben gesehen, wie das andere Auto auch quer geht in der Kurve. Also wenn du ein Auto hast, was da nicht rutscht, dann fliegst du fast jede Kurve raus, die du einfach zu schnell bist. Und da direkt das nächste Mal. Also jetzt haben wir schon 3 Zwischenfälle. Ja, da war er auch einfach zu schnell. Ja, wenn du einmal gerade so einen Lauf hast, dann passieren auch öfter solche Fehler dann. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt überhaupt schon mal drin war. Oder ob jetzt vielleicht mehrere. Ich glaube, 2 Strafen sitzt er auf jeden Fall jetzt gerade gleichzeitig ab. Und Sönke führt ja das Rennen und vielleicht fällt euch was auf, ich werde mal nichts sagen. Ich glaube, dieses Rennen war das, wo Sönke wieder was beim Tanken ausprobiert hat. So viel erzähle ich mal. Okay. Ja, ich habe das ja auch noch nicht gesehen, also schauen, ob es mir selbst auffällt. Ja, dadurch, dass es da
sehr eng ist. Das ist im Wintergarten, mussten wir das ja auf dem Monitor, quasi konnten wir auch nur die Rundenzeiten sehen und die Autos, wie sie führen, und beim Tanken ist uns dann irgendwann was aufgefallen. Mal gucken, ob euch das auch auffällt. Der Sönke hat hier einen 2 Sekunden Vorsprung vor Sven aktuell. Guido hat da jetzt gerade ein bisschen Zeit beim Überrunden verloren. Der war nämlich eben schon mal ziemlich dicht auf Platz 3 rangefahren. Und da ist Rainer von alleine rausgefahren. Ja, also wenn er da Guido rausgeflogen wäre, hätte Rainer auf jeden Fall auch Schuld bekommen. Aber er ist nur selbst rausgeflogen. Und jetzt haben wir hier schon die ersten 10 Runden hinter uns. Oh, Rainer ist zu schnell reingefahren scheinbar. Muss jetzt nochmal reinkommen. Und Sönke hat auf jeden Fall auch am meisten verbraucht. Aktuell ist schon fast bei 30. Das ist halt der Nachteil, wenn man schnell Rundenzeiten fährt. So, hier Rainer und Tobi ziemlich dicht aufeinander. Und da hat es dann auch. Da hat es auch geknallt. Da oben ist, ich glaube, das ist Sven. Sven, ja. Von selbst rausgeflogen. Auf Platz 2 liegen, besonders bitter. Also da wird er jetzt den 3. Platz gleich abgeben müssen. Wenn er gleich zum Absitzen der Strafe reinfährt. Das macht er jetzt auch. Und ja, Guido geht vorbei, ist jetzt neuer Zweiter. Sönke hat immer noch seine 2 Sekunden Vorsprung. Das heißt, er bleibt da konstant. Und wir werden auch gleich den ersten Boxenstopp sehen, weil Sönke hat nur noch 12%. Ja. Und jetzt sehen wir, guck mal, 17 Runden. 18, also kommt man doch weiter. Ja, wenn die Rundenzeiten hier ein bisschen langsamer sind als bei euch, dann verbraucht man ja auch weniger. Vielleicht hat es damit auch ein bisschen zu tun. Und hier haben wir den ersten Fehler von Felix. Fährt hier mit dem grauen Mercedes und bekommt hier seine erste Strafe. Aktuell fährt er auf Platz 5. Muss noch mal schauen, ob er jetzt vor Tobias bleiben kann. Aber wahrscheinlich. Sönke kommt rein jetzt als erstes zum Tanken. Ja. Felix sitzt nur die Strafe ab. Bleibt so ganz schön lange stehen, finde ich. Jetzt ist Sönke raus. Guck mal auf seinen Tank. Er hat nicht vollgetankt. Richtig. Ja, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, ehrlicherweise. Achten wir mal weiter drauf. Auf jeden Fall behält er die Führung. So hat er aber vollgetankt. Also alle anderen haben vollgetankt. Genau. Gucken, wie viel Vorsprung er jetzt hat, wenn wir jetzt gleich einmal alle rüberfahren. Hat scheinbar sogar eine Runde Vorsprung schon auf dem zweiten. Das heißt, da hat er schon sich gut was rausfahren können. Aber er muss eben auch gleich schon direkt wieder rein. Also ja, muss man mal schauen, ob sich das jetzt ausgeht. Ja, aber jetzt hat er ja erstmal eine Runde Vorsprung. Von daher hat er da ja schon mal Aber die Taktik gut gemacht. Ja, ist ja die Frage, wie viel Zeit das kostet, nochmal wieder extra reinzufahren. Ne? Du musst ja auch von der Ideallinie runterfahren. Wobei Sönke aktuell gerade sowieso die Linie fährt. Ich weiß gar nicht, ob er die jetzt die ganze Zeit fährt. Scheinbar ist das seine Linie. Ich glaube tatsächlich, das war Sönke seine Linie. Ja, er wechselt zumindest auch nicht. Und Sven auf Platz 2 liegend ist jetzt auch direkt dahinter. Allerdings hatten wir ja gerade gesagt, da geht es nur um eine Überrundung. Und hier haben wir den nächsten in Kurve 1 und ich glaube, das müsste der von Felix sein. Ja, Felix meine ich auch gesehen zu haben. Ja, Sönke blinkt auf jeden Fall auch schon, der muss gleich wieder in die Box. Genau, mal kurz auf die anderen Positionen gucken. Also Rainer ist aktuell Vierter, direkt hinter Guido sogar, also das ist relativ eng. Tobi hat schon 2 Runden Rückstand auf den Vierten, auf 5 liegend, und Felix ist aktuell Letzter. Hat auch gerade seine eben bekommene Strafe abgesessen. Und hier haben wir den nächsten in Kurve 1 und diesmal war es wieder Sven. Der ist gerade an Sönke vorbei, hat sich quasi zurückgerundet. Aber das war nur von kurzer Dauer. Und dadurch können jetzt wahrscheinlich Guido und Rainer vorbeigehen. Die sind ja beide jetzt schon direkt dahinter. Und das wird... da ist er zu weit gefahren. Ja. Und da fährt Tobi dann rein. Er bremst noch ab, aber es hat nicht gereicht. Das Auto rollt noch ein Stück weiter. Das heißt gleich die nächste Strafe. Ich sag ja, wenn man das dann einmal hat, dann verfolgt einen das manchmal auch. Das bedeutet von 2 auf 4 zurückgefallen. Sönke fährt jetzt zum Tank rein. Hat es auch maximal ausgereizt. Ja, und man achtet wieder aufs Tanken. Tank wieder nicht voll, 75% ungefähr. Da ist er wieder rausgefahren. Sven ist jetzt... da kommt er zum nächsten. Jetzt die Frage. Ich würde sagen, Sönke hat ihn getroffen. Ja, hat er auf jeden Fall mit dem Heck. Das kann man eigentlich ganz gut sehen.
Ich weiß jetzt nicht, wie die Rennleitung entschieden hat. Schauen wir mal. Sönke hat eine Strafe bekommen. Sönke hat eine Strafe bekommen, okay. Also hat die Rennleitung das auch so gesehen. Ja, das heißt, wahrscheinlich wird Guido gleich die Führung übernehmen, weil er ist nur 3 Sekunden dahinter. Wenn Sönke dann gleich reinfährt. Rainer ist aktuell auf 4. Jetzt gerade hinter Sven zurückgefallen. Aber auf jeden Fall noch in Schlagdistanz. Und Rainer hatte sich eigentlich dafür, dass er am Anfang öfters rausgeflogen ist, dann während des Rennens doch gut gefangen. Das stimmt, aktuell sehr fehlerlos unterwegs. Ja. Ich glaube, nur am Anfang hatte er 2, ne? Meine ich. Ja, also wie gesagt, wenn man die Strecke länger fährt, dann kann man sie auch irgendwann fahren, wenn das Auto nicht so wie bei mir im ersten Rennen nur am Kippen ist. Das war einfach nicht schön. Sönke führt weiterhin das Rennen an, weil Guido war eben nochmal drin zum Tanken. Und auch Sven fährt jetzt nochmal rein zum Tanken. Und Sönke hatte seine Strafe eben zwischendurch auf einmal abgesessen. Ja, aber er ist in Führung geblieben. Ja. Aber er hat natürlich jetzt einen gewaltigen Tanknachteil, fast 50%. Und dafür ist Guido dann einfach zu dicht dran. Naja, und man müsste jetzt davon ausgehen, dass Sönke noch zweimal tanken muss und Guido wahrscheinlich nur noch einmal. Und da haben wir den nächsten Fehler. Und da, Kurve 1 war es. Es müsste wieder Felix gewesen sein. Im Mercedes. Ja, weiter geht's. Guido hat jetzt auf einmal, wenn ich das richtig sehe, eine Runde Rückstand. Also ich bin mir nicht sicher, ob da gerade bei Cockpit was falsch gelaufen ist. Weil eigentlich war es eben noch enger, aber ich habe auch nicht ganz genau drauf geachtet. Mal auf der Strecke gucken. Also schon 1,5 Runden Rückstand hat Guido aktuell. Aber Sönke kommt jetzt gleich nochmal rein und da müssen wir mal gucken. Es sind noch 24 Runden, also das kann Sönke auf jeden Fall auch nicht zu Ende fahren. Und die Frage ist halt, ob er jetzt wieder hinter Guido zurückfällt oder ob der Vorsprung gleich reicht. Reizt das auch wieder maximal aus. Das wird aber eng. 2% nur noch. 1%. 0. Und fährt vorbei! Sönke fährt vorbei. Oh, das kostet ihn eine Runde. Und das wird ihn auf jeden Fall die Führung kosten. Ja, ist die Frage, ob er es nicht gesehen hat oder ob er zu schnell vorbeigefahren ist. Das ist natürlich immer das Risiko. Und man achtet wieder drauf. Ja, 80% nur getankt. Und ja, Guido ist neuer Führender. Rainer jetzt auf 2. Und wie Rainer sonst das große Rausfliegen bei uns auf der Strecke hatte, wie gesagt, hat er sich hier sehr, sehr gut gefangen. Wenn wir hier jetzt einen Fehler wieder haben, Felix, diesmal Ausgang da aus der Brücke. Ja, das ist ja bitter für Sönke jetzt. Beim Tanken 4, also er ist jetzt auf 4 zurückgefallen. Das ist natürlich immer, wenn das Feld dann auch so eng zusammen ist, verlierst du gleich richtig viele Positionen. Ja, und ich meine, einmal voll tanken waren auch fast 1,5 Runden, die du stehst. Er ist jetzt auf jeden Fall erstmal wieder vor Rainer, aber Rainer hat auch voll getankt. Sönke muss auf jeden Fall nochmal reinkommen. Hier hatten wir jetzt eine interessante Szene. Felix wechselt rüber, ja, direkt vor Sven und Sven schubst ihn an. Also da würde ich auch Felix die Schuld geben. Weil, Felix auch bekommen. Genau, er hat auch Strafe gekriegt. Aber ja, wenn du da wechselst, direkt vor die Nase, dann sollte es nicht zu einer Berührung kommen, sonst bist du selbst schuld. Jetzt war Rainer mal wieder zu schnell. Jetzt ist Rainer raus. Ja, das ist natürlich bitter. Das wird ihn die Chance kosten wahrscheinlich auf einen Podiumsplatz. Weil es halt doch sehr eng zusammen ist. Aber Tobi ist nochmal drin zum Tanken. Du jetzt auch nochmal drin. Ja, Tobi hat schon 2 Runden Rückstand. Rainer ist jetzt wieder rausgerutscht da. Ja, das ist direkt das zweite Mal. Okay, ja, da muss er hoffen, dass die anderen auch nochmal einen Fehler machen. Kurz vor Schluss, jetzt 15 Runden vor Schluss. Guido tankt auf jeden Fall voll, würde ich sagen. Ja, es sind ja auch die von dir angesprochenen 14 Runden ungefähr. Also eine mehr, wenn die ein bisschen langsamer fahren. Und da hat er auch Glück gehabt, dass er rausfahren konnte, genau. Ja, das war knapp, habe ich eben auch gesehen. Sven tankt jetzt auch voll, das heißt, er müsste auch durchfahren können. Und Sönke muss noch mal rein. Aber er führt jetzt erstmal wieder. Er hat jetzt 4 Sekunden Vorsprung. Ist die Frage, wie viel kann er sich noch rausfahren? Genau, ob die reichen. Und wann er reinkommt. Ob er jetzt wieder durchzieht, bis der Tank fast leer ist, müsste er nicht unbedingt diesmal. Das ist natürlich bitter. Eigentlich hatte er einen guten Vorsprung und jetzt ist es nochmal so eng zum Schluss. Mein gut für uns als Zuschauer, sag ich mal, aber es war sehr interessant am Bildschirm zu sehen und wir haben wirklich alle
im Nebenraum auf den Bildschirm geguckt und haben uns gefragt, ob sich das wirklich ausrechnet, was Sönke sich da ausgedacht hat. Ja, wäre mal jetzt interessant auch zu wissen, warum er das gemacht hat. Können wir natürlich leider jetzt nicht fragen. Jetzt hat er nur noch 10%, also jetzt würde ich auf jeden Fall mal reinkommen, sicherheitshalber. Ja, er zieht wieder durch. Solange es diesmal gut geht. Aber ich glaube fast, er wird die Position verlieren. Jetzt ist er drin. Genau, da kommt Guido. Oh, er bleibt vor. Okay, er ist vor Guido rausgefahren, aber 20%, das reicht nicht für 5 Runden. Bei 5% Verbrauch wird das nicht reichen. Guido ist direkt dahinter. Nee, das kann sich nicht ausgehen für Sönke. Aber vielleicht hat er ja Glück und Guido macht jetzt einen Fehler. Aber Guido ist abgeklärt, also er bleibt dahinter, lässt sich nicht hetzen. Vielleicht weiß er sogar, dass Sönke eh nochmal reinkommen muss. Aber 5%. Ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht mehr danach gesprochen. Guido ist aber auch wirklich jetzt ist er vorbei, kurzzeitig gewesen. Sehr sicherer Fahrer und er riskiert auch nicht zu viel. Und eben haben wir gesehen, unten ist Sven wieder rausgeflogen. Ja, und durch den Wechsel selbst verschuldet ist die Frage, also ob er natürlich selbst gewechselt hat. Manchmal. Er hat auf jeden Fall eine Strafe gekriegt, also wird er wohl selbst gewechselt haben. Aber das könnte jetzt nochmal bedeuten, er fällt hinter Rainer zurück. Aber wir müssen ja auf den Führungskampf gucken. Das Rennen ist jetzt vorbei. Sönke fährt nochmal rein zum Tanken. Oh ja, und die Runde hat nicht gezählt. Also er ist mit 0 reingefahren. Richtig, das zweite Mal. Sönke, seine Tankstrategie hat sich da nicht... Kurve 1 hatten wir jetzt nochmal, Sven. Ja, also Sönke, seine Tankstrategie ist da nicht aufgegangen. Und ich glaube, durch die 2 Fehler jetzt kurz vor Ende auch von Sven, ist Rainer nochmal vorbeigegangen. Aber ist das ärgerlich. Da hat er den 3. Platz noch verspielt. Und Sönke hat Glück, dass er eine Runde Vorsprung hatte vor Rainer, dass er da nicht noch mehr verloren hat. Also Guido gewinnt mit einem knappen Finish vor Sönke. Der hat beim Tanken leider nichts geklappt oder zumindest die 2 Fehler. Ich weiß auch gar nicht mehr, wir haben ihn noch gefragt und ich denke, er wollte was anderes ausprobieren. Das hat er ja bei uns auf unserem Osterwaldring auch gemacht und da hat es ja geklappt. Ja, Rainer mit einem 3. Platz und wir hatten immer noch keinen BMW-Sieg, auch heute nicht. Dafür haben wir jetzt im 3. Rennen auch den 3. Sieger gehabt und es bleibt bei uns relativ eng. Der Stefan ist jetzt neuer Führender, macht 3 Plätze gut. Danach Sascha, Sönke und du, Mika und Nick auch relativ eng zusammen alle. Das heißt, da können wir weiter auf eine spannende Saison hoffen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Ciao.